Adjektive. Was sind eigentlich Adjektive? Wo stehen sie im Satz? Wie findest du sie? Musst du sie deklinieren? Genau darum geht es im heutigen Video. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier bei Easy Deutsch. Das ist mein erstes Video aus meiner Reihe zu den Wortarten. Als nächstes folgen auch noch Adverbien, Präpositionen, Nomen, Artikel und alle weiteren Wortarten, die ich dir auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise erkläre. Aber als erstes heute erkläre ich dir, was ist eigentlich ein Adjektiv? So, was ist also ein Adjektiv? Adjektive sind Eigenschaftswörter. Das bedeutet, sie weisen Personen oder Dingen Eigenschaften zu. Sie zeigen also, wie jemand oder etwas ist. Nach Adjektiven kannst du ganz einfach immer mit wie fragen. Also hier zum Beispiel ganz normal, das ist ein Haus, kein Adjektiv. Aber das ist ein großes Haus. So, wie ist das Haus? Groß. Du kannst nach Adjektiven immer mit wie fragen. Und Adjektive stehen in der Regel vor einem Nomen. Also immer das, wo sie dazugehören. Das ist die sogenannte Nomengruppe. Hier Artikel, Adjektiv, Nomen. Da gehören sie dazu. Und das Adjektiv muss dekliniert werden. Also normal ist es groß und mit der Adjektivdeklination großes. Mehr zur Adjektivdeklination in einem anderen Video, was du hier auch verlinkt findest. Und Adjektive können für Vergleiche gesteigert werden. Das ist zum Beispiel groß, größer, am größten. Also wenn du etwas vergleichst, musst du natürlich bestimmen, ob etwas A gleich ist oder irgendwie anders und dann muss es in dem Fall kleiner oder größer sein. Also hier ganz normales Haus und ein großes Haus. Das Adjektiv beschreibt das Haus hier näher und weist die Eigenschaft groß zu. Hier nochmal kurz zur Deklination, aber nur die kurze Variante. Das Adjektiv musst du deklinieren, aber nicht immer. Denn du musst es nur deklinieren, wenn es vor einem Substantiv steht. Zum Beispiel, der junge Mann lernt Deutsch. Hier hast du das Substantiv oder Nomen. Und hier hast du, der Mann ist jung. Da musst du es nicht deklinieren. Der Mann ist jung. Hier dahinter steht nichts. Dementsprechend keine Adjektivdeklination. Aufpassen musst du manchmal bei substantivierten Adjektiven, wie zum Beispiel der Arbeitslose. Das ist theoretisch auch ein Adjektiv, denn da denkt man sich der arbeitslose Mensch oder Mann dahinter. Also da muss trotzdem dekliniert werden, aber das ist wichtig ab B1 oder höheren Levels, der arbeitslose Mann. Immer wenn du dir Mann oder Mensch, Frau dahinter vorstellen könntest, wenn das passt, dann musst du trotzdem deklinieren. Ansonsten, wenn kein anderes Substantiv dahinter steht, dann brauchst du auch nichts deklinieren. Und die Endung hängt immer vom Fall und vom Artikel ab. Also auch von diesem Artikel hier davor. Mehr dazu aber im eigentlichen Video zur Adjektivdeklination. Und hier noch ein paar kleine Beispiele. Zum Beispiel hier mit groß. Das ist ein großes Haus. Hier haben wir das Haus, deswegen es-Endung hier und es ist Nominativ. Das ist ein großer Baum. Der Baum, auch Nominativ. Und das ist eine große Katze. Die Katze, alles Nominativ, und ihr seht hier schon, die Endungen sind dieselben wie hier, aber das System solltest du kennen und ich erkläre es dir auch im Adjektivdeklinationsvideo nochmal ganz genau. Jetzt solltest du wissen, was ein Adjektiv ist. Falls du noch Fragen hast,
dann schreib bitte einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich veröffentliche jeden Tag, Montag bis Freitag, ein neues Video, wo ich dir die deutsche Grammatik einfach und leicht verständlich erkläre. Also, wir sehen uns im nächsten Video.